Ja, ich bin Roy Blacher. Ich bin 51 Jahre alt, lebe hier auf dem Dorf in Landin, in der Nähe von Schwedt. Wir haben hier, also meine Frau und ich, wir haben eine Kindertheatergruppe, Schlosstheater Landin. Wir sind beide seit vielen Jahren im Amateurtheaterbereich tätig. Vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne, alles schon durch. Und haben vor 5 Jahren, ziemlich genau auf den Tag heute, gesagt, wir gründen eine Kindertheatergruppe, wenn unser großer Sohn, der ist jetzt 10, Theater spielen möchte. Und das haben wir vor 5 Jahren gemacht. Und daraus ist dieses Schlosstheater entstanden. Wir kommen ja ursprünglich aus Schwedt. Das ist ja die nächstgrößere Stadt hier um die Ecke. Und wir sind mehr oder weniger durch Zufall auf dieses Dorf gekommen. Sind aber mittlerweile sehr froh, dass wir hier sind, weil wir haben hier einen großen Freundeskreis. Also ich zumindest frühzeitig auch in das Dorf mit eingebracht. Ein Dorfverein und Landinitiative. Hab dann auch mal eine Weile in der Gemeindevertretung gesessen und alles solche Geschichten. Und fand hier irgendwie so eine Möglichkeit, mich auch wirklich zu engagieren. Mehr als es in so einer größeren Stadt möglich ist. Weil hier sind die Erfolge gleich sichtbar. Und sowas geht eigentlich nur im ländlichen Raum. Auch solche Theatergeschichte, glaube ich, ist in der Form echt nur noch auf dem Land entwickelbar. In der Stadt geht es unter, da, also in Berlin sowieso, da braucht man so ja nicht anfangen, glaube ich. Aber selbst in Schwedt, hier ein paar Kilometer weiter, ist es schon schwierig, solche Geschichten. Und hier sagt man, wir gründen eine Theatergruppe und alle, ja, Theatergruppe, toll, hatten wir noch nicht. Und dann geht es los. Und ich glaube, sowas geht nur im ländlichen Raum. Ja, also mein Name ist Silvia Kirchhoff. Ich bin hier am Land geboren, aber ich bin Künstlerin geworden, auch am Land. Ich bin Chansonsängerin, Schauspielerin, Klinikclownin und ich habe so viel lernen dürfen in meinem Leben, jetzt möchte ich mal was weitergeben. Und dann habe ich so die Idee gehabt, hier in Gerolzhofen, wo ich aufgewachsen bin und wohne, eben ein kleines Theater zu gründen. Und dann habe ich in die Zeitung schreiben lassen, wer hat Lust mitzuspielen und habe als erstes Stück gleich das große Salzburger Welttheater gewählt. Wir haben es dann das Welttheater in Gerolzhofen genannt. Und auf einmal waren 40, 45 Leute da und haben gesagt, ja, wir hätten Lust. Dann war ich total geflasht und habe gesagt, wow, es ist ja wirklich Zeit, hier was zu machen. Und ich habe dann von Anfang an gesagt, mir ist das Niveau sehr wichtig. Ich möchte, dass die Spieler auch wissen, wenn ich ihnen sage, stell dich dahin, warum. Also ich habe dann gesagt, es wird erst Schauspielunterricht gemacht, es werden die Bühnengesetze erklärt, damit wir von Anfang an ein relativ hohes Niveau haben und es eben immer weiterentwickeln können. Und die mussten dann wirklich mit mir erst mal 8, 10 Wochen Schauspielunterricht machen. Wir machen mal eine Probe. Okay, Vorhang auf. Herr Vogel, ein Märchen über die Suche nach dem Glück. Günter Weber ist mein Name. Ich bin mittlerweile 63 Jahre alt, bin Sonderschullehrer und nebenbei Theaterpädagoge. Bin vor 11 Jahren nach Heimersheim gekommen, wie man so schön sagt, der Liebe wegen. War vorher im Südschwarzwald. Der Kontrast war dann erstmal riesengroß, weil hier war ja erstmal nichts. Es kam irgendwann eine Mail, es gibt Landluft, war das damals noch, dieses Projekt, und das bezuschusst Theater im ländlichen Raum. Ich denke, verflixt. Dann habe ich mich gemeldet
Und ja, da ging es dann nochmal anders los. Ne? Da habe ich gemerkt, also hoppla, da ist man ja richtig willkommen. Ne? Ich dachte so in mir, naja, fragst du mal, vielleicht geben sie dir was. Ne? Und dann kannst du was machen, aber das Gegenteil war der Fall. Was? Hey, ihr wollt was machen? Dann los, hopp, ne, rüber. Und das sehr anders, sehr wertschätzend, sehr mutmachend, so dass wir seitdem daher auch irgendwo so ein bisschen Flämmchen haben, das uns da weiterbringt. Das ist mehr oder weniger Zufall gewesen. Wir haben hier in Landin 2 Dörfer vereint, irgendwann mal, also in DDR-Zeiten noch. Und da gibt es 2 Kirchen. Eine in Niederlandin, eine in Hohenlandin. Und der Kirche in Hohenlandin, die steht viel leer. Da sind 3, 4 Gottesdienste im Jahr. Und da sind wir durch Zufall drauf gekommen, dass man da ja mal eine Vorstellung spielen könnte. Und durch die Landkulturtage hat es sich so ergeben, dass wir mit dem Pfarrer ins Gespräch gekommen sind. Und letztlich sieht es so aus, dass wir seit Januar 22 die Kirche hier als Proben- und Spielstätte haben und auch voll nutzen können. Und die große Vision, die wir haben, ist halt daraus eine richtige Kulturkirche zu entwickeln, so wie man die halt kennt, mit regelmäßigen Konzerten, Theatervorstellungen und solchen Geschichten. Ja, Annika. Roy, ne? Hallo. Kann ich dir helfen? Na klar, kannst du gleich mit anpacken. Wir müssen nur diese beiden Seitenwände aufbauen. Okay. Ne? Wie beim letzten Mal. Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, schreiben wir rein, 15 Uhr, bitte Hilfe, und dann kommen immer 2, 3, die helfen. Muss auch sein, anders geht auch nicht. Da gibt es viel Hilfe aus dem Dorf, die unterstützen da an jeder Ecke und Ende. Da gibt es so einen Catering-Service, die machen da bei uns das Catering, wir machen eine Bio- und Nachhaltigkeit, das ist unser Konzept. Und aber auch natürlich die Eltern von den Kindern, die sehr engagiert sind und gerade bei Veranstaltungen Einlassdienst machen und die Bänke und die Kirche mal durchfegen und solche Geschichten und helfen. Also ohne die vielen fleißigen Helfer, die wir hier haben, wäre das überhaupt gar nicht machbar. Da hängt schon viel ehrenamtliche Arbeit mit dran, ja. Wir hoffen natürlich, dass es weiter so geht. Keiner weiß, was kommt und wie es wird, aber deswegen wollen wir auch einfach die Qualität hochhalten und schöne Stücke machen, immer mit Herz und Liebe. Und ja, und dann kalkuliere ich das durch und dann gehe ich natürlich an Institutionen, an die Förderung von der bayerischen Regierung, an den Bezirk Unterfranken, an den Landkreis, an die Stadt. Wir müssen da alle zusammenarbeiten, sonst ist Kultur im ländlichen Raum nicht möglich. Dann habe ich viele Privatsponsoren, die mich also über Jahre unterstützt haben, also unser Theater. Und die ehrenamtliche Arbeit ist einfach nicht zu unterschätzen. Bei dem ersten Projekt, ne, bei dem Dorftheaterprojekt, war ein ganz wichtiges Element, was dann nachher auch bei der Reflexion rauskam, ne, dass da viele Leute Begegnungen hatten, ne, die zum Teil 20 und mehr Jahre in diesem Dorf wohnen, hatten diese Begegnungen nicht. Ne? Und dass man sich jetzt auf eine andere Art und Weise kennenlernt, ne? Dass man miteinander etwas tut. Ich gehe mit Menschen um. Ne? Ich versuche, sagen wir mal so, eine Arbeit mit den Menschen, die ermutigt. Hm? Weil das kann man ja sagen, ne, wenn ich da vorne hinstehe, ne, und egal was spiele, zum Besten gebe, brauche ich Mut. Ne? Das ist das, was ich investiere, und das ist aber auch, was ich ernte. Ne? Nämlich Selbstvertrauen, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein und so weiter. Okay, also, dann fangen wir an. Seid ihr bereit? Konzentriert? Text? Ihr lernt? Ja. Ja. Okay, also, die Leute sind drin.
Langsam kehrt Ruhe ein, die Leute sind gespannt und warten. Und dann kommt der Vorhang, Bühne, Licht. Keine Toiletten, keine Garderobenbereiche, keine Heizung. Also im Winter proben ist praktisch unmöglich, weil es sind 9 bis 10 Grad so, die Kinder frieren mit dicken Jacken. Das ist eine große Schwierigkeit. Im Sommer geht's, da sind dann erfrischende 16 Grad oder so. Aber das größte Problem sind halt die sanitären Einrichtungen, die wir nicht haben. Da müssen wir Dixie-Klos mieten. Und bei den Proben haben wir gar keine Toiletten. Das ist immer sehr, sehr kompliziert. Und ja, wir arbeiten daran, dass wir mal so ein Bio-Klo uns hinstellen können. Weil rings um die Kirche ist natürlich Friedhof und Wiese. Das sind so die großen Herausforderungen, die wir haben. Es ist nicht immer leicht, also gerade diese öffentlichen Fördermittel. Das ist ein bisschen was, wo ich Kritik anbringen kann und möchte und sage, Mensch, macht's uns doch da einfacher. Macht's uns einfacher, vertraut diesen Vereinen, dass sie das Geld nicht zweckgebunden einsetzen. Wir sind doch alles ehrliche Menschen. Wir wollen Kultur im ländlichen Raum machen. Und da müssen wir wie Profi-Unternehmer Anträge mit Kalkulationen abgeben. Da sitzen wir wochenlang und machen das ehrenamtlich. Das ist etwas, was uns jetzt mutabermäßig total unterscheidet von Amateurtheatern, von vielen anderen Amateurtheatern. Wahrscheinlich nicht von allen, aber von vielen. Dass wir unabhängig davon machen, was durch die Aufführung reinkommt. Also die Umstände, die sollten dann irgendwie immer so sein, ne, man das machen kann und sagen kann, hier, ich stelle den Hut auf. Ne, und wenn es euch gefallen hat, schmeißt da viel rein. Wenn es euch nicht gefallen hat, noch mehr, dann können wir besser werden. Dann Gerade im Kulturbereich ist das echt schwierig. Das habe ich bei der Kulturtage-Sache da gemerkt, dass für Sport und so ist das überhaupt gar kein Problem, aber für Kultur, da bleibt der Euro in der Tasche. Und da gibt es keine Fördertöpfe, wo man einfach mal sagen kann, wir brauchen 2 neue Scheinwerfer, die kosten 400 €, könnt ihr uns die finanzieren? Dafür gibt es echt ganz schwierig was zu finden. Und da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn es da nicht nur für uns, auch für andere Gruppen so was geben würde, die so eine kleinen Sachen finanzieren können, die das Leben der Theatergruppe ermöglichen. Klar bin ich am Anfang auch zu den Firmen hingegangen und habe gesagt, wollt ihr das Theater mit unterstützen? Wir haben von jedem 50 € haben wir am Anfang gelebt. Also das ist schon wichtig, dass man auf die Leute zugeht. Die wollen ja, dass hier auch was ist. Ich habe auch gesagt, ich wohne hier, nur jammern nützt nichts. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich was. Und ich glaube, das strahlt es auch aus. Und dann machen die anderen auch mit. Die wollen hier ja auch eine lebenswerte Kleinstadt haben. Die Kultur im ländlichen Raum, die erreicht viel, viel mehr Menschen als reines Profitheater. Und wenn man das mit einem hohen Niveau und einer guten Qualität macht, was auch wirklich jeder verdient hat, dann kann man das so viel erreichen.